Hallo Freunde! Motorradkommunikationssysteme gibt es ja inzwischen viele auf dem Markt. Die Firma Asmax hat hier mit ihrem F1 und S1 zwei Geräte rausgebracht, die technisch ganz gut ausgestattet sind, zu einem günstigen Preis angeboten werden und dazu auch noch einfach zu bedienen sind. Wie das alles funktioniert und wie die neue Cloud Talk-Funktion von Asmax aussieht, erfahrt ihr in diesem Video. Also wie immer, dranbleiben! Fangen wir mit dem Unboxing an und starten beim S1. Beim S1 bekommt ihr neben dem Gerät ein kabelgebundenes Mikrofon für Integralhelme, ein Schwanenhals- oder Boom-Mikrofon für Klapphelme, natürlich die Lautsprecher, diese werden mit einem USB-C-Stecker an das Gerät angeschlossen, zum Aufladen ein USB-C-Ladekabel, zwei Halterungen zum Befestigen am Helm, einmal als Klebepad und einmal als Cliphalter-Set, diverse 3M-Klebepads zum Befestigen der Mikrofone und Lautsprecher und natürlich eine Anleitung. Beim F1 sieht das Ganze ähnlich aus, allerdings ist hier alles nochmal etwas hochwertiger verarbeitet. Für das F1 gibt es ein magnetisches Halterungssystem. Dieses kann ebenfalls mit Klebepads oder dem Metallclip am Helm befestigt werden. Zum Aufladen ist hier auch ein USB-C-Ladekabel mit dabei. Die beiden Mikrofone, wie ich finde, bessere Lautsprecher, die hier mit einem Klinkenstecker angeschlossen werden, diverse 3M-Klebepads und wieder die Beschreibung. Die Beschreibung der Geräte haben natürlich auch wieder ein deutsches Kapitel und sind verständlich geschrieben. Beide Systeme unterstützen sowohl Bluetooth als auch Mesh, aber es gibt Unterschiede. Das S1 ist eher das Einsteigermodell, muss aber mit der Ausstattung nicht geizen. Hier bekommt man Bluetooth 5.4, Mesh-Verbindung für bis zu 8 Fahrer, Audio-Multitasking, ENC Noise Reduction, eine FM-Radio-Funktion, Online- und Offline-Sprachsteuerung, IPX7 Wasserfestigkeit und eine anpassbare LED-Beleuchtung per App. Das S1 wiegt 41 Gramm, der Akku hat 980 mAh und soll nach 60 Minuten wieder aufgeladen sein. Beide Geräte haben eine Akkulaufzeit von ca. 12 bis 15 Stunden. Das F1 ist der große Bruder, das Gerät ist besser verarbeitet und kommt mit folgender Ausstattung: Bluetooth 5.3, Mesh-Kommunikation mit bis zu 10 Fahrern, ebenfalls Audio-Multitasking und ENC Noise Reduction, Online- und Offline-Sprachsteuerung, IPX67 Wasserfestigkeit und natürlich auch wieder anpassbare LED-Beleuchtung per App. Das F1 hat keine Radiofunktion, bietet aber eine grundsätzlich bessere Klangqualität. Über die Asmax World App lassen sich dazu verschiedene Soundeinstellungen vornehmen. Man hat hier eine personalisierte Einstellung, eine Auto-Gain-Funktion und eine Option, die mehr für Sprache und Intercom ausgelegt ist. Das F1 wiegt 50 Gramm, der Akku hat 1250 mAh und soll bereits nach 50 Minuten wieder voll aufgeladen sein. Um alle Funktionen des Headsets nutzen zu können, benötigt man die Asmax World App. Diese findet ihr im Apple oder Google Store. Aber zuerst das Headset per Bluetooth mit dem Smartphone koppeln. Beim S1 Gerät einschalten, dann die Bluetooth-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis es blau und rot blinkt. Hi-Max Batterie 80%. Koppeln starten. In den Bluetooth-Einstellungen am iPhone erscheint nun das Asmax S1. Antippen, fertig. Beim F1 funktioniert es genauso. Gerät einschalten, dann auch hier die rechte Taste gedrückt halten, das Gerät erscheint und verbinden. Sind die Geräte mit dem Smartphone verbunden, könnt ihr nun die App einrichten. Dazu öffnet ihr die App und klickt auf das Plus-Symbol. Das Headset erscheint und kann nun mit der App verbunden werden. Im Hauptmenü der App gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Alles ist aber übersichtlich aufgebaut. Wer gerne anpasst, kommt hier voll auf seine Kosten. Die Verbindung mit einem weiteren Gerät, in diesem Fall das S1, ist genauso einfach. Auch hier wieder auf das Plus-Symbol klicken, das Headset hinzufügen und schon kann man sich im Hauptmenü austoben. Die Funktionen der Asmax World App. Was kann die App alles noch?
Ihr könnt zum einen Firmware-Updates direkt über WLAN einrichten, Spracheinstellungen wie zum Beispiel Offline-Sprache und Ansagesprache einstellen, die Sprachbefehle aktivieren, deaktivieren, bei dem F1 Lautsprecher individuell einstellen, beim S1 die Radiofunktion benutzen, Lautstärke für Navi, Musik und Intercom separat einstellen, die LED-Farben am Gerät einstellen, den Mesh-Modus verwalten und eine Schnellverbindung mit der Cloud-Talk-Funktion herstellen. Die Kopplung mit anderen ASMAX-Geräten ist ebenfalls sehr einfach. Es gibt die Möglichkeit eines freien und eines Gruppenmodus. Im freien Modus ist keine Gruppierung erforderlich. Sobald sich ein anderes ASMAX-Gerät im Kommunikationsbereich befindet, wird dieses verbunden. Einfach bei beiden Geräten die Intercom-Taste drücken, bis sie blau blinken. Freier Modus. Freier Modus. Kurz warten und die Geräte werden verbunden. Die Kopplung im Gruppenmodus funktioniert ähnlich. Hierzu drückt man auch wieder die Intercom-Taste, bis sie rot blinkt. Gruppierung starten. Gruppierung starten. 2 Mitglieder treten bei. Drücke die Sprechanlagestaste zur Bestätigung. Nun einfach den Anweisungen folgen und auch hier werden die Geräte verbunden. Bestätigen. Teampaarung. Der große Vorteil von Mesh. Ihr braucht keine Reihenfolge oder manuelles Pairing. Einfach den Mesh-Modus aktivieren und alle Geräte im Umkreis verbinden sich automatisch. Das ist zum Beispiel perfekt für Gruppenfahrten, bei denen Fahrer wechseln oder weiter entfernt sind. Mesh baut hier das Netzwerk dynamisch wieder auf. Beim S1 könnt ihr bis zu 8 Fahrer und beim F1 sogar bis zu 10 Fahrer gleichzeitig verbinden. Mesh funktioniert aber allerdings nur innerhalb einer Marke. Also ASMAX nur bei ASMAX, Sena nur bei Sena und so weiter. Auch das Koppeln mit anderen Fabrikaten wie zum Beispiel Sena oder Cardo ist möglich. Dafür gibt es den universellen Verbindungsmodus. In meinem Helm benutze ich das Sena XCOM 3 Pro. Dieses muss ich im Konfigurationsmenü auf die Kopplung mit dem zweiten Handy einstellen. Konfigurationsmenü. Handy koppeln. Kopplung des zweiten Handys. Danach wird die Universalkopplung am S1 eingestellt. Dazu die rechte Taste gedrückt halten. Koppeln starten. Und zweimal mit der linken Taste bestätigen. Universelle Paarung. Ist die Verbindung hergestellt, muss diese am S1 durch zweimaliges Drücken der rechten Taste bestätigt werden. Universell verbunden. Beim F1 funktioniert die Kopplung mit anderen Marken im universellen Modus eigentlich genauso. Ein weiteres Highlight bei ASMAX ist die sogenannte Cloud-Talk-Funktion. Damit könnt ihr bis zu 50 Fahrer gleichzeitig verbinden. Das Ganze weltweit über Mobilfunk. Jeder braucht dazu nur die ASMAX World App, eine Datenverbindung und dann könnt ihr in der App einen sogenannten Cloud-Talk-Raum erstellen. Daraus gibt es dann eine Raum-ID. Die verschickt ihr dann einfach an alle eure Freunde. Diese können per App dann beitreten und ihr könnt zusammen losfahren. Das Ganze funktioniert auch mit anderen Marken, also markenübergreifend mit anderen Geräten, solange jeder nur die App auf seinem Smartphone installiert hat. Dabei gibt es dann keine Reichweitenbegrenzung, keine Komplikationen und das Ganze soll ideal für große Gruppen, Tourguides und Clubfahrten sein. Klingt spannend. Mein Fazit: ob S1 oder F1, beide Geräte bieten moderne Technik, solide Verarbeitung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer mehr möchte, der greift zum F1. Wer einfacher und stylisch starten will, ist mit dem S1 bestens bedient. Die Geräte bekommt man direkt im ASMAX Online-Shop oder meistens aber günstiger bei Amazon. Hier werden auch oft Rabatte angeboten. Das S1 liegt bei ca. 85 bis 90 Euro und das F1 bei 140 bis 150 Euro. Die Links zu den beiden Geräten bei Amazon findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Mehr Infos, Angebote und Zubehör findet ihr auf der Website von ASMAX. Schaut auch da gerne mal vorbei. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Abo, ein Like und einen Daumen nach oben freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.